Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Tag mit Travel Senior. Heute besuchen wir den Kyffhäuser, eine Tour, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Wir werden in dem Zuge nicht nur die Burgruine oder das Denkmal besuchen, sondern auch noch einen gültigen Weltrekord, der heute noch Bestand hat. Auf dem Plan steht weiterhin die Barbarossa-Höhle. Auch eine sehr interessante Sache. Ich hatte mich im Vorfeld schon erkundigt. Um eine gleiche Höhle oder um eine ähnliche Höhle zu besuchen, müssten wir dann schon mal in den Ural fahren. Also, seid gespannt. Ich bin es jedenfalls auch. Beginnen wir also unsere Zeitreise, erklimmen 306 Stufen des Kyffhäuser Denkmals. Ich freue mich auf euch. Los geht's. Ja, ich habe richtig Glück gehabt. Ich hatte noch einen netten Herrn getroffen, eben gerade, der mich noch mitgenommen hat. Ja, also toller Menschenschlag hier. So sieht's aus. Da wollen wir noch hoch. Ich habe noch einen Plan in die Hand gedrückt bekommen, wo man hier unten noch mal ein paar schöne Fotomotive findet. Also besser hätte es gar nicht klappen können. Manchmal muss man einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Ja, eigentlich so wie immer. Ja, Kyffhäuser Denkmal, 0,7 Kilometer, Barbarossa-Höhle, 13,2 Kilometer. Die werden wir heute aber nicht zu Fuß ablaufen, sondern da fahren wir hin. Beginnen wir unsere Reise. Kyffhäuser liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Kyffhäuser. Woher stammt eigentlich dieser Name? Ja, der Name Kyffhäuser wird aus dem Wort Kuppe bzw. Kopf zurückgeführt. Kyffhäuser ist ein Gebirgszug mit einer Ausdehnung von 19 mal 7 Kilometer, also ein Minigebirge. Die höchste Erhebung ist der Kulpenberg, 473,6 Meter. So, das wäre die Unterburg vom Kyffhäuser. Das allbekannte Denkmal wurde auf dem Gelände einer mittelalterlichen Burg errichtet. Die Zerstörung dieser Burg wurde 1118 schriftlich erwähnt. Somit dürfte ihre damalige Errichtung bereits im 11. Jahrhundert zur Regierungszeit des deutschen König Heinrich IV. Erfolgt sein. Denkmal. 200 Meter hier zur Unterburg. Ja, suchen wir zuerst die Unterburg mal auf. Später um 1152 regierte dann der schwäbische Herzog, geboren um 1122 aus dem Adelsgeschlecht der Staufen, Friedrich I. als deutscher König und wurde dann 1155 vom Papst in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt.
Im damaligen Reich kannte man jedoch keine feste Hauptstadt. So konnte der Kaiser Barbarossa nur durch Umherreisen seine Herrschaft ausüben. 1156 heiratete Barbarossa Beatrix von Burgund und konnte so seinen politischen Einfluss in Richtung Frankreich ausweiten. Ja, das war mal hier die Kapelle. ...900 Jahre Friedrich der Erste Barbarossa. Mauer und Wehrgang. Ja, wahrscheinlich sind das hier diese Stufen schon. Lass uns einfach mal überraschen. Wir sind heute früh los. Wetter ist besser, als es angesagt worden ist. Laut Wetterkanal sollte es heute regnen. Es war heute Morgen schon sehr windig. Es sollte auch gewittern. Ja, und was sehen wir? Gott sei Dank. Sonnenschein. Ach, guck an, das ist ja auch interessant. Dieser Service wird Ihnen zur Verfügung gestellt vom Tourismusverband Kyffhäuser. Hörerlebnis Kyffhäuser, Ihr Handy-Audio-Guide für die Kyffhäuser Region. Einfach QR-Code auslesen, ja und so weiter. Abschließend sei noch erwähnt, dass 1189 Barbarossa sich mit 100.000 Mann auf den dritten Kreuzzug in das Heilige Land begab. Doch 1190, am 10. Juni, ertrank Friedrich I. bei der Durchquerung des Flusses Salef in der heutigen Türkei. Übrigens, hier auf dem Gelände finden wir den Burgbrunnen der Reichsburg Kyffhausen. Doch das Außergewöhnlichste an diesem Brunnen ist seine Tiefe. Stolze 176 Meter und somit der tiefste Brunnen der Welt. Für das wilde Erscheinungsbild der Wandlung ist vermutlich nicht nur in der Existenz einer geologischen Störung in diesem Bereich zu suchen. Durch die Störung gab es Wassereinbrüche in den Brunnen, eine Wasserhaltung wurde notwendig, bei der das eigentlich ersehnte Nass in hölzernen Eimern mit gewaltigem Aufwand aus dem Brunnen geschafft werden musste.
Aufbau des Gesteins geschah nun unter solchem Zeitdruck, dass sich die Erbauer nicht mehr mit dem sorgfältigen Klettern der Wandungen befassen konnten, sondern den Brunnen nur noch mit aller Kraft nach unten vorantrieben. Bei 165 Metern verharren wir in unserem Korb. Dicht unter uns strömt aus einer Aare klares Quellwasser mit großer Ergiebigkeit in den Brunnenschacht. Einer hier genommenen Probe wird später Trinkwasserqualität nach höchsten Ansprüchen bescheinigt werden. Das sind diese 306 Stufen. Ja, ein bisschen außer Puste bin ich. Aber weiter geht es. Wir werfen noch einen Blick nach draußen einmal. Oh, schon bedeutend windiger.
Angelangt an der Barbarossa-Höhle warten wir auf unsere Führung, die zur vollen Stunde beginnt. Eine Führung dauert ca. 60 Minuten, die Wegstrecke ca. 800 Meter und die Höhlentemperatur liegt bei 9 Grad konstant. Meine Herrschaften, ich möchte Ihnen natürlich die Höhle zeigen, vieles erklären und sollten Fragen sein, müssen Sie viel einfach nur stellen. Ich habe damit kein Problem. Es ist aber so, dass wir uns heute wirklich etwas Besonderes anschauen. Denn das, was ich Ihnen zeige, gibt es, wenn man es richtig betrachtet, in Europa nur zweimal als begehbare Schauhöhle. Und die zweite liegt nicht bei uns hier in Deutschland, die liegt in einer Region, die heißt Perm. Und Sie wissen natürlich, das ist Russland, Ural. Heißt übrigens Eishöhle Pungur, Eishöhle, das Wort können wir streichen. Ich hatte übrigens vorhin Gäste aus Perm. Also der Permafrost ist tatsächlich stark zurückgegangen. Die Höhle ist aufgetaucht. Das Wort kennen Sie auch. Das kommt aus dem Griechischen, heißt ja ohne Wasser. Chemisch gesehen ist das Calciumsulfat, aber alles gehört in ein Zeitalter. Und das Zeitalter bezeichnen wir als Zechstein. Und Sie merken, da ist auch ein Wort drin, was wir alle kennen, Zeche, Zechstein. Also der Bergbau hat dieser Zeit den Namen gegeben. Das ist aber so. Über das Zeitalter reden wir nachher ein bisschen. Es ist so, dass wir uns heute natürlich diese Höhle anschauen. Und die Höhle war nicht bekannt, bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Hier gab es den Dortmunder Unternehmer von Born im August 1860, hat er Bergleute beauftragt, einen Stollen in den Berg zu treiben. Es sollte eigentlich nur ein Kupferschieferplatz besuchen. Aber am 20. Dezember 1865 wurde dann diese Schlotte. Der Begriff Schlotte, meine Herrschaften, wird bei uns im Bergbau verwendet, um einen unterirdischen hohlen Raum, der keinen eigenen direkten Zugang nach draußen hat, zu bezeichnen. Und unsere Höhle hat eine Größe von ca. 15.000 Quadratmeter Fläche. 720 Meter ist sie lang, mit Stollen über 1000 Meter. Und jetzt habe ich hier hinten 80 Meter. Und die haben wir bergrechtlich gesehen. Naja, ob das 1866 so war, wie Sie es heute hier sehen, das bezweifle ich ganz stark. Nein, nein. Das ist schon eine reine Naturhöhle. Allerdings muss man natürlich sagen, von damals bis heute wird sich schon was verändert haben. Denn erstens mal da, wo wir uns bewegen, nach den gesetzlichen Bestimmungen wird der Haupt gerissen, das heißt, der Stein wird abgeschlagen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, und so werden sich ja natürlich auch manche Dinge verändert haben. Und den linken Teil haben wir deswegen abgeworfen, damit das dort nicht mehr passiert, damit die Natur wieder das entwickeln kann, was sie eigentlich. Wo kommst du jetzt her? Na, aus der Führung, es regnet draußen, ich möchte nicht nachhören. Ach, so ist das! Glück auf. Ist doch gut, oder? Nein! Ja, komm, wir gehen mal weiter. Der spielte im Mittelalter ein. Die Blöcke ließen sich spalten, das wusste man. Und da entstehen kristallklare Scheiben. Und diese Scheiben hat man, weil man sie schützen wollte, vor Bilder und Figuren gesetzt. Aber die hatten einen Effekt, niemand dran vorbei dachte, man die dargestellte Person schaut nicht mehr her. Und da es die Maria war, heißt es heute noch, Marienglas. Restauriere gibt es nicht, das haben die bestimmt noch, oder? Marienglashöhle Friedrich Roder. Die schüttelt nur den Kopf. Oh, Sie können sogar nicken. Ja. Ich weiß das nicht. Sagt meine Frau jedenfalls. Das ist auch Gips. Und jetzt können Sie Fasern erkennen. Können Sie sehen? Fasergips, auch Selenit genannt. Nur der spielte auch in der Wissenschaft eine gewisse Rolle. Aber warum? Das sehen wir jetzt. Die Fasern leiten das Licht. Sie transportieren es buchstäblich. Sieht doch gut aus, oder? Der Nylonfaden wird der erste Faden der Licht transportiert, als haben wir Glasfaden. Die Natur hat schon ein bisschen Party gestalten. Ich kann die anleuchten. Ist doch schön, oder?
sich das andere mal wie folgt erklärt. Stellen Sie sich mal diesen riesigen kuppelartigen Raum vor, mit einer tatsächlichen Spannweite von ca. 80 Metern. Am First ist immer die Brücke. Da beginnt der Verbruch der Personen. Aber jetzt wiederholt sich dieser Verbruch in sehr kurzen Zeitabständen und damit wächst der Hohlraum relativ zügig nach außen. Aber irgendwann kommt das Ganze an einen Bereich, der trägt nicht mehr, die Statik trägt nicht mehr. Das Ganze bricht schlagartig nach unten weg, die Kurve ist dann sofort da und dazu sagt man ja. Das ist eine Subversion, die geht von innen nach außen, Erosion geht von außen nach innen. Die Fantasie, meine Herrschaft. Wollen wir mal schauen, ich leuchte an. Hier sehen viele etwas, was in der Dämmerung nicht in Mäuse denkt, aber viele sagen, es würde eher sehen wie eine Figur. Und was könnte das sein? Könnte mehr, ist sehr schnell. Delfin. Was liegt hier? Manche sehen eine Schildkröte, hier könnte man ein Lager sehen. Aber das ist ja kalt. Ja, junge Frau mit den Anfassungen, ja, aber schon ein Riesenproblem. Ja, aber so, wenn etwas wirklich für Sie zum Ausprobieren gemacht ist, ich dachte nicht, dass wir jetzt alle das nehmen. Ja, aber das ist das Resultat da. Ja, das ist richtig. Das sind schon die Erwachsenen, Ja. wo ich Tiefluft hole, kann ich Ihnen versichern, wo ich es aber auch sage. Das ist die Speckkammer, Speisekammer des Kaisers. Sieht ja aus wie aufgeschichtete Specksack. Und das hier ist der letzte See, der Grottensee. 2,50 Meter bis 3 Meter tief, 50 Meter lang. Und jetzt gehen wir hinter die Kurve, da wo ich hinleuchte. Wunderschön jetzt. Übrigens im vergangenen Jahr hatte ich 2 Studentinnen. Eine von der Universität Jena und eine von der Technischen Universität München. Beide haben zum Schlangengips geschrieben, beide haben verschiedene Herangehensweisen gewählt. Und ich denke, und das, was ich bis jetzt davon gelesen habe, Top-Ergebnis. Da kann man nicht dazu. So, wir gehen die Treppe hoch, in den letzten Hohlraum rein. Wollen Sie dann noch mit mir zurückwärts durch, oder? Ich habe eigentlich alles. Sie haben alles. Gut. Ich habe auch vorher schon richtig belesen und studiert. Man sieht natürlich eins, sehr neblig heute, gell? Das ist die Luftfeuchtigkeit, die ja, über 90% weggeht. Ja. Ja, und Sie sehen natürlich das Netz, das ist eingebracht worden, um die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten. Denn wenn man hier drin berauben will, da kommt man gar nicht dahin, wo man hin muss. Bei der Höhe, das sind 13, 14 Meter hier drin, das kann man gar nicht. Und das ist eine Beraubungskammer, das ist die maximale Höhe. Also Sie sehen, es ist gar nicht zu machen. Aber hinter mir sieht man das Licht am Ende des Tunnels. Gehen wir dort raus, haben wir 18 Meter Hindufalls überwunden, also ein bisschen Sport heute gemacht. Ich sage jetzt nur noch Glück auf und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Aufenthalt bei uns in der Region. Danke, dass Sie da waren. Oh, danke für die Info. So, das soll es mit unserer Tour gewesen sein. Ich hoffe mal, ihr hattet mal wieder genauso viel Spaß wie ich. Es war höchst interessant. Alles konnte ich natürlich jetzt nicht auf Ton bangeln, was in der Höhle so gesagt worden ist, aber richtig super, richtig interessant. Auf alle Fälle eine Reise hierher, sowohl das Denkmal vom Kyffhäuser als auch die Barbarossa-Höhle. Vielleicht sehen wir uns mal hier. Bis dahin, lasst die Haare wehen.